Viele Extras sind hier verbaut. Eins kann ich auch schon mal sagen, hier ist eine Zuziehhilfe mit drin. Wir haben eine Länge von 6,36 Meter, einen Kastenwagen, natürlich auch in einer tollen Farbe. Cam Scout wird in Deutschland gebaut und die Marke ist Globcar. Und wir sind bei Zellerer im Freistaat in Sulzemo. Schauen uns das Auto mal an, denn wir haben natürlich 36 Zentimeter mehr, haben uns eben ein Auto angeschaut mit einer Länge von 6 Metern, einem Grundpreis von 45.899 Euro, und jetzt sind wir 36 Zentimeter, also knapp 40 Zentimeter länger, und das lohnt sich natürlich, wenn man den Platz hat. Man ist vom Preis her rund 1.500, 2.000 Euro teurer am Ende des Tages, aber man bekommt natürlich mehr Raum, aber auch ein längeres Fahrzeug. Also 6,40 Meter heißt, ich habe hier mehr Platz unter anderem zum Schlafen. Also wo ich hier das Thema Querbetten hatte bei 6 Meter, hier habe ich schon den Einstieg Längsbetten, habe ein Raumbad. Ich sag mal, man muss sich alle ganz genau anschauen. Habe hier natürlich ein Maxi-Chassis. Zuladung hier noch über 500 Kilogramm. Das heißt also, hier bin ich relativ safe, wenn ich jemanden mitnehmen möchte. Also da ist der Fahrer übrigens schon mit drin. Also das heißt, man hat, wenn der Fahrer drin sitzt, der Tank gefüllt ist und auch noch ein bisschen Wasser drin ist, hat man immer noch über 500 Kilo Zuladung, und das ist recht ordentlich. Ja, schauen wir hinten rein, dann sieht man sofort, also hier habe ich ein ordentliches, ausgewachsenes Fahrzeug, kann die Türen, das habe ich eben schon mal gecheckt, bis maximal 160 Grad öffnen, und habe hier also richtig viel Stauraum mit Airline-Schienen, die hier unten drin sind. Hier kann ich also zum Verzurren direkt Standard Airline-Zubehör nehmen. Habe überall ganz viel Stauraum an der Seite drin. Das ist jetzt hier geschützt. Das ist übrigens hier einfach nur so drüber gezogen. Ein kleiner Rausfallschutz, der hier mit drin ist, und habe wirklich viel Platz. Die Gasflaschen, das sieht man hier, die sind im Fahrzeug drin. Das hat natürlich einen smarten Vorteil. Sie werden nochmal mit geheizt, und sie können nahezu zu 100% entleert werden, auch im Winter. Das ist ja oft das Problem, dass bestimmte Gassorten erst ab einer gewissen Temperatur flüchtig werden, also gasförmig werden. Und um das zu vermeiden, hat man das natürlich besser im Innenraum drin. Draußen ginge auch gar nicht. Vielleicht ein Gastank drunter, das wäre möglich. Aber in der Klasse ist das natürlich so eine Geschichte. Ja, hier kann ich die Zwischenpolster sogar rausnehmen. Also hier habe ich dann jeweils modulare Auflagen mit drin, kann daraus eine Liegewiese machen oder kann das hier zum Beispiel auch benutzen, um jetzt Getränke abzustellen und so weiter und so fort. Also hier habe ich ein modulares System, habe 2 Betten, Liegefläche ca. 2 Meter, Längsbetten natürlich wesentlich komfortabler als die Querbetten vom Platz her. Ist man allerdings kleiner, ist man bei dem anderen 40 Zentimeter kompakter und hat noch mehr Möglichkeiten. Aber mit 6,40 Meter eigentlich kommt man damit überall hin. Jetzt habe ich hier so Multifunktionsschienen. Da gibt es jede Menge Zubehör, unter anderem USB-Steckdosen, die ich da schieben kann in die Schienen, aber auch Lampen natürlich, die sind jetzt hier nicht montiert. Und hier oben direkt über den Kopfbereich habe ich meine USB-Steckdosen und Stromsteckdosen mit drin. Auch hier wieder Rausfallschutz, stark getönte Scheiben, dass keiner reingucken kann, und obligatorisch mal ein Fliegengitter. Auch hier mein Tipp: Lass sie nicht offen stehen, denn du bist hier in der perfekten Situation. Deswegen sind die Fenster hier unten auch abgerundet, um dich richtig böse zu verletzen. Das heißt also, hier bist du genau auf der Höhe, wo du gegenläufst. So, wir machen mal zu. Uns gleich mal von innen anschauen. Also Fenster sind so weit verdunkelt, dass du keine Chance hast reinzugucken, es sei denn, du nimmst deine Hände als Scheuklappen und guckst komplett rein, und das ist ja schon sehr auffällig, aber so kannst du auch tagsüber rausgucken. Problemlos können wir uns gleich mal anschauen, wie ist die Verdunklung in der Praxis. Seitenfenster, das habe ich eben schon gezeigt, auf beiden Seiten, die sind mit drin. Wir haben einen AES-Kühlschrank, das ist hier zu sehen an dem Kamineffekt. Der funktioniert ja über Wärme und Verbrennung, und dort ist der Einlass und hier oben der Auslass. Das muss man auch schon mal ab und zu mal öffnen, steht aber alles im Handbuch drin, und auch schon mal sauber machen. Und das Ganze hat auch seine Grenzen hier, dass ihr das mal seht. Grundpreis hier
46.881 € und da gibt es halt Pakete mit dabei, so wie er hier steht, 58.400 €. Da ist zum Beispiel die Automatik mit dabei, die Alufelgen, Klimaautomatik und. Und hier nochmal die Daten, eine Innenhöhe 1,90 Meter, 4 Sitze und eine Zuladung von über 500 Kilogramm, 90 Liter Dieseltank, ein vollwertiges Ersatzrad mit drin. Also ein ausgewachsener, schöner Ducato. Was hier ganz schön ist, ist die, ich guck mal gerade, ob das auch stimmt, die Zuziehhilfe mit dabei. Muss man, glaube ich, ein bisschen fester machen. Und, ja, vielleicht ein kleines bisschen fester. Jetzt hat man es gesehen. Da ist ein kleiner Motor, der ganz, ganz leise diese Tür beizieht. Und deswegen habt ihr es gehört. Also normalerweise macht das ja richtig Krach. Ungefähr so. Und wenn man jetzt hier schließt, braucht man das aber nicht. Das heißt, man geht einfach nur hin und zieht die ganz leicht zu. Ein bisschen mehr Effet. Und dann zieht sich die Tür automatisch bei. So, das ist auch schon mit integriert. Camp Scout. Das Modell heißt Camp Scout 640, glaube ich. Will ich gleich mal anschauen. Und wir gehen mal rein. Gucken uns das Ganze mal an. Farbe durch Orange. Wieder mal so eine Farbe. Kann man auch in Silber bestellen. Die aufpreispflichtig ist. Aber ich glaube, Weiß ist ohne Aufpreis. Kann ich mal anschauen. Also Silber wäre jetzt meine Farbe. Die ist dann etwas universeller, auch wenn man sich mal von das Fahrzeug trennt. Aber ich muss sagen, das Orange steht dem Fahrzeug wirklich sehr, sehr gut. Hier die 9-Gang-Automatik mit drin. Hier unten habe ich einen beheizten Doppelboden im Fußbereich mit eingebaut. Nochmal mit jeweils Fächern mit dabei. Habe also hier die Möglichkeit, Schuhe unterzubringen und Kleinteile. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Und hier sieht man auch, also im ganzen Fahrzeug ist die Luftheizung, die unter dieser Sitzgruppe drunter ist, eine Truma-Heizung. Die ist zentral im Fahrzeug verbaut und natürlich auch direkt neben dem Bad, wo man die Wärme am ehesten haben möchte. Und im Fußbereich hast du überall Ausströmer. Das Fahrzeug wird in Isny gebaut und made in Germany, also unweit eigentlich von hier. Gehen wir kurz rein. Es wird direkt viel leiser. Oben hast du 2 Oberschränke mit drin, also die 40 cm, die merkst du direkt. Also hast viel mehr Platz im Innenraum. Hier vorne vielleicht etwas weniger. Aber hinten werden wir es gleich mal sehen. Großes Hebefenster, das hier gekurbelt wird. Und da langt es also, wenn man es einfach mal abnimmt, kleines bisschen dreht. Und dann hat man schon die Lüftungsposition und kann das dann hier unten fixieren. Dann bleibt es dann so drauf. Nochmal zu. Hier oben kann ich zum Beispiel auch Stühle reinmachen und flache Tische, die da sind. Die Stehhöhe ist natürlich ganz gut. Ich bin jetzt mit Schuhen knapp 1,90 Meter und habe noch richtig Platz über mir. Das tut dem Auto ganz gut. 9-Gang-Automatik mit drin. Hier habe ich das Ducato 8 Fahrerhaus hier noch mit drin. Und das 9er ein bisschen anders, aber optisch hat sich von außen eigentlich nicht so viel geändert. Ich habe Remis-Verdunklung an der Seite und auch vorne. Mal schließen. So, jetzt setze ich mich mal auf den Beifahrersitz, lasse das Ganze mal so ein bisschen wirken. Also gucke jetzt von dem Beifahrersitz auf den Fahrersitz. Und zur Erklärung, aus dieser Sitzgruppe kann ich noch einen kleinen Schlafplatz machen für etwas kürzere Personen. Dann wird dieser Tisch statt hier oben eingehangen, unten an dieser Metallschiene, die hier unten drunter ist. Heizung ist hier drunter. Ich zeige euch mal gerade so eine Öffnung. Die auf der rechten Seite ist noch ein bisschen größer. Das ist ungefähr die Tiefe. Also Schuhe bekomme ich rein. Rechts auf der Seite habe ich noch viel mehr Platz. Über die komplette Breite bekomme ich also hier noch viel mehr rein. Das Polster ist straff. Das ist recht angenehm. Hier habe ich eine Arbeitsplattenverlängerung mit drin. Hier sind übrigens die wichtigsten Schalter am Eingang. Wenn ich reingehe, kann ich sofort das wichtigste Licht aktivieren, ohne dass ich jetzt das Fahrzeug komplett anmachen muss. Ich mache mal Licht an. Jetzt hier tagsüber ist natürlich nicht so deutlich, aber das können wir gleich mal sehen im Bad. Wir haben hier so ein Raumbad eingebaut. Die Heizung hier. Das Ganze mit richtig schönen Schnappern mit drin, die auch
einen sehr stabilen Eindruck machen. Das habe ich im letzten schon gesehen, in dem 6-Meter-Modell die gleiche Küche mit eingebaut, in diesem leichten Küchenblock, der schräg zuläuft, sodass ich hier auch ganz bequem durchlaufen kann. Man muss schon sagen, der Fiat Ducato, sehr breites Fahrzeug, im zum Beispiel Vergleich dem Mercedes-Benz, der innen drin natürlich nicht diese Breite hat und diese Großzügigkeit. Habe überall Schränke drin und auch Ablagen. Ja, wir sind ja hier im Kastenbereich und habe natürlich auch im Kasten den Vorteil, dass ich natürlich die komplette Stabilität des Fahrzeuges habe. Also die Integrität ist hier nicht durch einen Leichtbauaufbau nochmal drin. Hier sieht man, wenn ich jetzt hier so durchgehe, dann schiebe ich einfach diese Tür. Die kann ich also hier zurückziehen oder kann die natürlich auch schließen. Das können wir gleich mal zeigen. Die wird hier aufgerollt und damit kann ich diesen Bereich komplett zumachen und beim Schlafen habe ich nur noch diesen kleinen Schlitz hier vorne, den ich dann habe. Das würde dann genügen, dass ich zum Beispiel einfach mal stehen kann und hier vorne nicht zumache. Das heißt, die Sitze sind ganz normal nach vorne, als würde ich parken und hätte das Fahrzeug nur abgestellt und dann würde ich, zwingend würde ich hier vorne dann nicht zumachen. Das ist aber jeder, wie er möchte, denn verdunkeln kannst du das Fahrzeug ruckzuck in allen Bereichen. Ob du jetzt von unten nach oben oder hier das Thema Fliegengitter dann auch machst, das ist mit eingebaut. Die Seitsfenster an der Seite. Also das geht ruckzuck. Aber das Schöne ist, warte, ich zeige euch noch gerade hier mal kurz die Tür nochmal zumachen. Da ist noch überall Folie drauf. Fahrzeug ist schon verkauft. Da sieht man also sehr, sehr tiefe Schränke. Viel Platz für alles, was man so mitnehmen möchte. Können wir kurz mal ranfahren. Ist auch sehr, sehr kalt, muss ich dazu sagen. Jetzt mal schauen, woran hängt's? Denn, ja, da ist es. So. Sind alle unbeladen. Unbeladen immer ganz schwer zu öffnen und zu schließen. Und hier hat man den Dometic-Kühlschrank. Der sieht zwar so aus, als wäre er von beiden Seiten zu öffnen. Man kann auch den Anschlag ändern auf die andere Seite, wie man das kennt vom Haushaltskühlschrank. Aber er geht nur auf einer Seite auf, in dem Fall hier zur Küche hin, was natürlich geändert werden kann, wenn man das denn möchte. Also den Anschlag kann man wechseln. Ja, oben habe ich einen AES-Kühlschrank, ganz neu mit großem Kühlfach und dieser kleinen Getränkebox, die unten drin sind. Und ich habe einen sehr hohen und dafür schmalen Kühlschrank. Und das schafft natürlich auch ganz viel Platz, weil ein breiter Kühlschrank würde den Grundriss dann natürlich auch wieder mal zerpflücken, der da ist. Ich habe Vollkorpus Möbel hier eingebaut. Auch die Rückseiten sind vollflächig furniert. Das Ganze mit einem Multiplex-Material. Und hinten, das haben wir schon gesehen, dann einen ganz bequemen Aufstieg, der sogar noch Stauraum im Aufstieg bietet. Sieht man hier. Also hier hast du zweimal Stauraum. Der kann auch komplett entfernt werden. Das heißt, die Box kann man mit den Knebelschrauben einfach rausdrehen, damit ich von vorne nach hinten komplett durchladen kann. Also 2 Längsbetten, das gucke ich mal gerade auf der rechten Seite, sind beide gleich lang. Das heißt also, das ist die Länge von der Schlaffläche. Hier unten habe ich dann nochmal so einen kleinen Schutz damit dabei, dass ich nachts denn, wenn denn hier geschlossen ist, dann auch die Verdunklung nicht kaputt mache und da auch nicht drankomme. Da ist nochmal ein Schutz mit eingebaut. Taschen, Schränke, die man auch von vorne bis hinten komplett durchladen kann, also auch für etwas längere Gegenstände, ob das jetzt die Skistöcke sind oder was weiß ich, die kann man dann durchladen. Ich gucke mal gerade, ob der Steg, ja, hier ist auch ein Steg in der Mitte, auch hier von vorne bis hinten durchladbar und hier jeweils dann nochmal Ablagen drin mit Rausfallschutz. Hier ist so eine kleine, ja, sieht man es, kleine Stufe ist hier mit dran. So. Um ein Hebekippfenster kann man hier 4 Stück öffnen, also heiß. Ich denke mir, kann es werden, aber die Wärme kriegt man raus. Jetzt die Frage, wie kommt man zur Toilette? In der Mitte ist die Dusche. Das habe ich schon vor einigen Jahren gesehen, eine recht pfiffige Konstruktion. Tagsüber liegt dann dieses Brett drauf und drunter befindet sich dann die Duschwanne. Die können wir gerade hochnehmen. Mit 2 Abläufen, die man dann einfach rausnimmt zum Duschen. Und ich gucke mal gerade, ob die jetzt vollflächig verklebt ist. Kann auch sein, dass man die hier drin lassen kann. Ich glaube nicht. Also die wird dann entnommen. Und damit das Ganze nicht beschädigt wird, tagsüber ist dann hier diese Platte drauf. Und das ist jetzt quasi der Betrieb,
Wenn ich tagsüber durchgehe, das kann ich euch nochmal komplett zeigen, dann wird es einfacher zu sehen. Also das ist der Durchgang, der ist jetzt frei von vorn nach hinten. Möchte ich zur Toilette gehen, dann schiebe ich quasi diese Tür zu. Ich mache das mal gerade. Sekunde. Jetzt mal schauen. So, die wird hier auf der Seite zugeschoben. Jetzt habe ich einen Teil von der Dusche schon mal geschlossen. Das heißt, ich stehe also jetzt hier in einem geschlossenen Raum drin. Ich zeige das nochmal. Also das ist die Tür, die ich zuschieben kann. Habe dann zeitgleich auch den hinteren Bereich, das habt ihr eben schon gesehen, verschlossen und kann jetzt die Toilette benutzen. Also hier habe ich eine Toilette, habe den kompletten Platz nach vorne frei, der wirklich sehr, sehr groß ist, wo auch große Menschen das komplett nutzen können. Also schon eine recht pfiffige Konstruktion. Das ist der Duschkopf übrigens, den kann ich dann rausziehen mit der Verlängerung. Und wenn ich duschen möchte, dann ziehe ich diesen inneren Bereich nochmal komplett bei. Das heißt also, hier hast du das Ganze aufgerollt. Ich habe jetzt nur eine Hand. Verschließt das und das Ganze wird magnetisch geschlossen. Und jetzt habe ich sogar eine komplett geschlossene Toilette und kann jetzt meinem Geschäft problemlos nachgehen und habe jetzt absolut meine Ruhe. Hier oben ist übrigens diese Spindel, wie die dann aufgewickelt wird, hier drin. Und das Ganze gibt es ja auch schon mal ein paar Jahren. Also wenn man damit ein bisschen vorsichtig umgeht und ich bin auch immer wieder begeistert, dass das hier im Ausstellungsbetrieb immer noch gut funktioniert, denn da gehen ja die Leute auch schon mal ein bisschen rabiater mit um. So, das zieht sich dann komplett auf und jetzt kann ich das hier also wieder zumachen oder ich kann es auch geöffnet lassen. So habe ich also nach hinten hin komplett dann geschlossen. So, ein kleines Schränkchen mit dabei. Hier ist nochmal ein Spiegel mit dabei, dass ich mich auch rasieren kann, was ja auf der anderen Seite nicht ginge, wenn der geöffnet ist. Und hier jede Menge Spiegel dabei, dass ich von allen Seiten rankomme. Luftöffnungen, die sind natürlich hier besonders einfach zu realisieren. Die Heizung ist ja nebenan und unter dem Waschbecken habe ich nochmal einen kleinen Schrank. Den mache ich euch mal auf. Da hat man Platz also für Kleinigkeiten. 6,40 Meter, ein Blick nochmal von hier aus in den Wohnbereich vorne rein. Hier meine Sitzgruppe, da habe ich die beiden Captain Chair Sitze, die jeweils dann auch eine Armauflage haben. Das ist aber Standard. Da habe ich noch keinen Ducato gesehen, der das nicht hat. Also das haben die alle. Was mir aber auffällt hier ist, ich gucke mal gerade, ob die abnehmbar sind. Ich glaube, dass die Bezüge abnehmbar sind oder auch nicht. Zumindest mal die Armauflagen, die kann man abnehmen und reinigen. So, hier oben habe ich USB, die Truma des CP Plus Bedienfeld und die Steuerung, wo ich dann halt so die wichtigsten Daten sehe, wie voll ist meine Batterie. Und der Zentralschalter hier oben sehe ich, okay, das Ding hängt jetzt am Außenstrom. Fliegengitter habe ich mit dabei, das auch bündig schließt und hier oben nochmal Lichtschalter und Steckdosen mit dabei. Habe bestimmt wieder viel vergessen, aber ich denke, ihr habt jetzt mal einen recht guten Überblick auch über die Funktionalität vom Bad. Jetzt ist die Toilette zum Beispiel hinten der Wohnbereich, der Schlafbereich geschlossen und die Toilette geöffnet und ja, unglaublich tolle Raumausnutzung dafür, dass man, ich sag mal, ja mehrere Szenarien schaffen muss auf einmal. Breite nochmal 2,5 Meter, die Länge 6,36 Meter, die Höhe 2,60 Meter und Innenstehhöhe 1,90 Meter. Was ja wichtig sind, über 500 Kilo Zuladung. Grundpreis hier 46.881 Euro und 58.400. Fragt aber nach den aktuellen Preisen im Freistaat. Und natürlich nach dem neuen Fiat Ducato 8. Danke fürs Einschalten. Ja, wenn ihr gerade dabei seid, unbedingt bitte ich euch, unseren Kanal zu abonnieren. Da gibt es eine Abonnieren-Taste. Damit macht er uns einen großen Gefallen. Da gibt es auch eine Glocke, die könnt ihr anmachen oder auch nicht. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Üblicherweise bei uns jeden Tag mindestens ein neues Video, manchmal auch ein bisschen mehr. Und es lohnt sich. Es gibt einen zweiten Kanal, German Television Plus. Auch da würden wir uns sehr freuen. Da geht es um das Thema E-Bikes und Elektromobilität. Den Kanal haben wir jetzt getrennt. Und jetzt schauen wir uns mal an
Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Ausstattung. Ja, auch der ist im Moment schon verkauft, aber er steht noch hier, den können wir euch mal zeigen. Ein Globecar in der gleichen Länge, 6,40 Meter, aber mit einer etwas anderen Ausstattung. Bis gleich. Tschüss.